Oh hey, stellt euch mal vor, dass es etwa eine Realität gibt, wo Ringe mehr oder weniger fast alles machen können. Die einzigen Limitationen sind eure Fantasie, Kreativität und Co. Stellt euch eine Welt vor, wo galaktische Figuren, egal ob Held, Schurke, was auch immer, gegeneinander in galaktischen Operas kämpfen, mehr oder weniger. Wo die Welt eine so komplexe, aber so simple Mystik in sich hat und wo die Lore super interessant ist. Wo es paar Keyplayers gibt, wo es etwa einen ganzen Korb an Helden für die Gerechtigkeit mit Hilfe ihrer Kreativität, ihren Willen, für Hoffnung und so weiter gibt. Und jetzt stellt euch mal vor, Ryan Reynolds bietet etwa in einen schlechten Superhelden-DC-Film von den frühen 2000ern mit. Und dann kriegt ihr den Green Lantern-Film. Das, was ich euch etwa vorher gesagt habe, ist mehr oder weniger eine grobe Zusammenfassung der Green Lantern-Saga in den Comics. Ja, wir sind mal wieder bei so einem Video. Heute reden wir mal über den Green Lantern-Film und warum er es nicht schafft, ein guter Film zu sein und definitiv keine gute Adaption zu sein. Bedenkt, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst die doch mich gerne in den Kommentaren wissen. Und bedenkt auch, ich spreche hier größtenteils von einem Comic-Bias. Ich habe den Green Lantern-Film schon gesehen, bevor ich die Comics gelesen habe. Aber nachdem ich die Comics gelesen habe, zumindest auf ein gutes Stück des Runners, muss ich zugeben, meine Fresse, wie stark haben sie das bitte denn verkackt. Alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los mit dem Video. Green Lantern wollte mal schon etwa länger bei WB adaptieren. Ähnlich wie The Flash, ähnlich wie andere Justice League Members oder DC-Charaktere wollte mal unbedingt was mit diesen machen, aber da man etwa keine Sicherheit hatte, dass die etwa so erfolgreich werden wie die Batman- oder Superman-Filme, hat man mehr oder weniger einfach nur auf Superman und Batman gesetzt und ein paar komische Spin-Offs und mal ab und zu vielleicht andere DC-Charaktere. Die meisten dieser Filme sind leider gefloppt und waren auch nicht so gut. Selbes kann man auch zu Green Lantern sagen. Green Lantern aus dem Jahre 2011 wollte ein Cinematic Universe aufbauen. Das war mehr oder weniger der Versuch, ein eigenes Marvel Cinematic Universe aufzubauen. Und der ist so stark gefloppt, dass man sich eher mehr gedacht hat, lassen wir doch diesen Burden lieber auf den Superman-Film drauf, statt auf diesen Film. Denn meine Güte, oh boy, es ist sehr viel falsch mit diesem Film. Die Grundstory ist, dass wir mehr oder weniger die Origin-Story von Hal Jordan, gespielt hier von Ryan Reynolds, zu sehen bekommen. Und wie er gegen manche der Figuren aus dem Green Lantern-Mythos kämpft. Viele dieser wurden nicht so gut umgesetzt, andere wurden gewastet. Wir kriegen einen kleinen Einblick in den Green Lantern Corps und sehen sogar auch ein paar der bekannten Alien Green Lanterns und kriegen sogar einen Tease für eine mögliche Fortsetzung. Hahaha, als ob dies jemals passieren würde. Die Story ist mehr oder weniger die super generische Superhelden-Origin-Story. Und klar, natürlich adaptiert sie etwa die Core-Punkte von Green Lantern. Ein Green Lantern stürzt ab, gibt mehr oder weniger Hal Jordan seinen Ring und Hal Jordan muss etwa damit klarkommen, diesen Ring zu haben und diesen Burden zu haben. Aber, und ich möchte nicht so mean klingen, aber wer dachte bei WB, dass Ryan Reynolds etwa eine gute Castingwahl ist? Klar kann ich sehen, warum er ihn für Hal Jordan gecastet hat. Er war zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger ein ungeschriebenes Blatt. Er konnte, wenn er wollte, den Charme eines Robert Downey Jr. spielen, beziehungsweise brachte seinen ganz eigenen Charme heraus. Dass WB mehr oder weniger so einen ähnlichen Figur, Charakter, was auch immer, wie ein Iron Man haben wollte, war wohl jedem klar. Aber das ist Green Lantern nicht. Green Lantern, vor allem Hal Jordan, kann sehr cocky sein, vor allem zu seinen Anfängen, aber er kann auch sehr respektvoll, sehr ehrenhaft und so weiter sein. Und Ryan Reynolds, nichts gegen ihn als Schauspieler, aber diese Traits sind solche Dinge, die er fast kaum wirklich spielt. Vor allem in der heutzutage Zeit spielt Ryan Reynolds mehr oder weniger diesen sarkastischen Deadpool-Typen eines Charakters. Seriously, warum spielt Ryan Reynolds gefühlt eigentlich nur Deadpool in fast jeden seiner neuen Filme? Anderes Thema, ich bin kein großer Fan von dieser Castenwahl. Hat Ryan Reynolds etwa einen okayen Job abgeliefert als Hal Jordan? Schon. Ja, ich kann sehen, warum er ihn genommen hat. Es war jetzt nicht eine so grauenhafte Idee, aber persönlich gesehen bin ich kein großer Fan davon. Was mich auch zu einem anderen Punkt bringt. Das CGI ist Hit und Miss. Sinestro CGI und Mark Strong als Castingwahl ist eine so gigantische, intelligente Idee, dass man sich fragen kann, wer hat diese Castingwahl getroffen und wieso haben die das für einen Green Lantern Film getroffen? Weil Mark Strong spielt Sinestro wirklich gut als mehr oder weniger Pseudo-Mentor. Und ich bin irgendwie ein wenig traurig, dass wir nie ein Green Lantern Sequel gekriegt hätten, denn dieses Sinestro-Design ist Peak. Das CGI ist fantastisch, das Schauspiel von Strong ist gut. Das Rest dieses CGI ist Hit und Miss, wie gesagt. Die Green Lantern Suits sehen okay aus. Man kann mal definitiv sehen, dass es zu einer Zeit war, wo CGI mehr oder weniger nicht so oft
genutzt wurde für viele Filme. Und dennoch sieht das irgendwie besser aus als viele andere moderne Blockbusters. I'm sorry, not sorry. Aber zum Beispiel dieser Cloud-Dingsterbums in diesem Film erinnert doch eher mehr so an Späßen wie Galactus aus dem zweiten Fantastic Four Film, was meiner Meinung nach ein Insert für den Charakter war und absolut eine besissene Adaption war. Und auch andere Charaktere, andere Bösewichte haben okayes CGI. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Green Lantern als Film generis ist. In seinen besten Momenten ist er okay. In seinen schlechtesten Momenten ist er einfach nur, was haben sie das da gedacht? Warum existiert dieser Film? Was hat man mit der Figur von Green Lantern gemacht? Das Traurige ist eben an diesem Film, dass Green Lantern und sein Mythos so einen guten Filmstoff geben würde. Art, vor allem Comics, müssen nicht immer adaptiert werden in Filmen oder Serien. Seien wir mal ehrlich, manche Comics können auch einfach Comics bleiben, da das Medium definitiv für manche bestimmte Stories super geeignet ist und das kann man nicht so gut im Film oder in einer Serie translaten. Green Lantern dagegen hat man genügend Stoff, den man etwa nehmen könnte für eine ganze Green Lantern Saga. Es gibt zum einen mehrere Green Lanterns. Hal Jordan, ein ehrenvoller, aber auch ein teilweise cockiger Held, der allererste Green Lantern war. Guy Gardner, den wir bald sogar in Superman Legacy anzeigen kriegen. Und ich hoffe, James Gunn und das ganze Team von den DCU verkacken es nicht. John Stewart, vermutlich einer der bekanntesten Green Lanterns, wenn ihr zum Beispiel die animierte Justice League Serie gesehen habt. Und ein sehr fantastischer Green Lantern. Und so weiter und so weiter. Es gibt fantastische Green Lanterns. Und Green Lantern ist so ein Titel, den kann man über Generation von Generation übergeben. Man kann mal mehrere Green Lanterns haben oder auch einfach nur einen und neuen Green Lantern. Green Lantern, die Idee geht darum, dass es etwa Helden gibt, die mit ihrer Kraft des Willens kämpfen, die mit ihrer Kreativität kämpfen. Der Ring, der ihren Suit etwa mehr oder weniger herausbringt, bringt auch etwa gigantische kreative Dinge und Möglichkeiten heraus. Auch die ganz anderen Ringe, sei es nun der Yellow Ring oder auch der Red Ring und so weiter, spielen für verschiedene Emotionen, Dinge oder ein. Beispielsweise der Red Ring ist für Leute, die ihre Wut so gigantisch haben und die Wut damit nutzen, um stärker zu werden. Der Pink Ring ist beispielsweise der Ring für Liebe. Oder auch der Yellow Ring ist die Farbe für die Angst, um etwa seine Gegner Angst einzujagen. Die ganze Idee um Green Lantern ist fantastisch. Ich weiß, nicht für jedermann ist das was, aber sowas könnte man so gut umsetzen und so gut eigentlich zu einem Franchise machen. Ich bin einer der Ersten, der sagt, wir brauchen nicht alles als ein Sequel, als ein Remake oder als ein Franchise. Ich bin einer, der super müde ist von vielen Franchises, da modern Blockbusters auch wirklich manchmal einfach nur generis und ideenlos wirken können. Viele, nicht alle, aber viele. Und vor allem im Superheldenmarkt hat man eine gewisse Fatigue, da vieles sich irgendwie nicht anfühlt und da irgendwie auch die Qualität und das Ideenreichtum fehlt. Green Lantern bietet genau das Ideenreichtum, was man braucht. Es hat einen Mythos, den man so gut über mehrere Filme aufbauen kann. Daher kann ich das absolut nicht verstehen, warum WB die ganze Zeit auf dieser Marke mehr oder weniger schläft. Ich weiß, Green Lantern aus dem Jahre 2011 war ein Reinfall. Ich habe so in etwa mehrere Punkte genannt, warum es ein Reinfall war. Zu generis, das CGI ein Mixed Bag, die Adaptionen waren furchtbar, Ryan Reynolds war definitiv nicht der beste Frontman für ein Green Lantern. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn man das gute CGI hat, ein gutes Writing hat und ein gutes Verständnis hat für diese Welt oder den Mythos, könnte man das so ähnlich wie die Sonic-Filme angehen und könnte uns eine wirklich interessante Superhelden-Saga ins Kino bringen. Green Lantern verdient deutlich Besseres im visuellen Medium. Dabei bietet diese Welt das Potenzial. Und nur weil ein Film gefloppt ist, heißt das nicht, dass die ganze Marke doomed ist. Von daher bin ich sehr froh, dass James Gunn dieses Potenzial entdeckt hat und etwa langsam vielleicht die Green Lantern Marke in dieses neue DC-Universe einführen würde. Denn James Gunn, der nun der Head of DC Movies ist, hat etwa angekündigt, dass wir eine Lantern-Serie kriegen mit John Stewart als auch Hal Jordan. Ich bin zwar immer noch sehr skeptisch deswegen, dass es immer noch eine Serie ist und es als Detective-Serie beschrieben wird, was mich ein wenig stutzig macht,
Aber hey, ich habe etwa Hoffnungen darauf. Bitte verkackt das nicht. Und WB, wenn ihr das hört, was ihr sowieso nicht tut, bitte bringt uns etwa einen Kyle Rayner Film. Bitte, bitte, bitte. Meiner Meinung nach verdient Green Lantern deutlich Besseres mit seinen Adaptionen, denn so wirklich eine gute Adaption abseits von Part animierten hatten wir leider noch nicht. Und im Live-Action-Bereich könnte man wirklich viel herausholen, wenn man einfach, wie gesagt, das richtige CGI, Writers und das richtige Casting für sich findet. Aber anyway, das war's auch schon wieder von mir. Ich habe mich ein wenig kurz gehalten mit dem Green Lantern Film, da ich etwa persönlich finde, dass dieser Film schon zu Tode etwa mehr oder weniger gesprochen wurde. Ich habe ein paar Punkte genannt, die vielleicht etwa nicht jeden auf den Schirm haben und die mich persönlich gestört haben. Kein so großer Fan von diesem Film, ein großer Green Lantern Fan und ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann mal diesen Mythos definitiv besser adaptiert bekommen, weil der Mythos verdient das einfach nur. Aber anyway, ihr seid jetzt dran. Was haltet ihr von den 2011er Green Lantern Film? Wie steht ihr zu der Marke? Kennt ihr die Comics? Habt ihr einen Lieblings-Green Lantern? Lasst es mich doch alles gerne in den Kommentaren wissen. Und bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!